Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Control 2. Wir sind hier auf Eta Vulpeculae 2 und haben beim letzten Mal einige interessante Ruinen gefunden und wollen ja jetzt mal sehen, ob wir da noch mehr drüber rausfinden. Vorher wollen wir noch auf irgendwelche Aliens schießen, einfach nur für Spaß, und gucken uns mal die nächste Stadt an. Bukowski again, ja. We have found another research institute. Well, the ruins of one, anyway. The computer here is in better shape, allowing me to learn a bit more about the Androsynth investigation into DF, dimensional fatigue. It would appear that their studies actually began over 10 years ago, after one of their blazer vessels discovered some precursor artifacts in Alpha Lalande. As far as their scientists here could tell, the devices generated of waves which would allow the user to see into other dimensions, realms of existence, which share position with our own universe, but have a different, what should I call it, reality phase. Wow, muss ja nicht peinlich sein, ich meine, es gibt ganze Science-Fiction-Serien, die sich nicht anders anhören. Anyway, the Androsynth had hoped that the dimensional fatigue technology contained in the devices would permit them to create new, faster forms of hyperdrive and hyperwave. Instead, when they began their experiments, they made contact with some kind of life form on the other side. A creature from an alien dimension. The record is fragmentary here. I see requests to the central computer for information, data on reality aberrations, that's good. The Mosquito Mange and ghosts, poltergeists and other malevolent supernatural creatures. The requests grow more urgent, almost frantic, and then the record ends. Captain, this is Ensign Hawthorne, standing in for Bukowski, sir. Bukowski has found something, but in the process he has gone kind of nuts. Oh, das passt. Da ist der Name Bukowski doch nicht schlecht gewählt. Sorry, Charles. When we first got to the city, Bukowski went wild because the science center was pretty much intact. He locked himself in the computer control cabin and spent about 10 hours alone in there. We could hear him mumbling to himself. Then his speech got louder until he was shouting. He was scared, sir, damn scared. We finally decided that we'd better check up on him, but Bukowski wouldn't let us into the room. He said that no one could ever know what he had learned. That just knowing was enough to alert them. Da hatte doch dieser Arilu schon sowas Ähnliches gesagt. He kept talking about them. Crazy stuff, sir. About how they could see him now, and they were moving toward him. Then Bukowski started thrashing around the room, screaming that he had to destroy everything before they saw us too. He did a lot of damage to the Androsynth computer before we stopped him, and I guess he must have hurt himself in the process. He's cut up pretty badly. Welcome to Event Horizon. You know, it's strange. We must have hurt himself. He must have hurt himself worse than I thought. Now, when I look at him, it seems like he has even more cuts than just a few minutes ago. And boy, is he screaming. Ja, der wird wohl weiter von den anderen angegriffen. Oh Gott. Based on the damage Bukowski wreaked on the central computer, I don't believe that we will find anything more down here. I think we have learned all that we can from exploring these ruins, and frankly, with all of Bukowski's ranting, I'm getting a bit nervous myself. Call us back to the ship soon, please. Kein Problem. Haut da bloß ab. Ach, haben wir jetzt Bukowski mit aufs Schiff gebracht? Ne, wenn das mal nicht in die Hose geht. Hey. Ja, dann haben Sie wohl Bukowski gefunden. Aber das passt unangenehmerweise
genau zu dem, was die Arilulalile gesagt haben. Dass wir vor ihnen Angst haben sollten und sie uns nicht sehen können im Moment. Und wir das auch so lassen sollten. Dann bringen wir jetzt zur Entspannung noch ein paar Aliens um. Also die stunnen sie und glauben ihre Biological Data. Also, so. Oh Mann. Ja, Weltraum ist gefährlich. Lila Flanelläppchen hier. So. Wollte ich schon einsammeln, oder du bist doch noch gar nicht gestunt. Geh mal weg da. Jetzt du. Wir sind eh voll. Also Daten. Ich meine, wieso können wir die eigentlich nicht uploaden? Ist das keine Datenverbindung? Ach nee, die sind ja tatsächlich stunt in unserem Laderaum. Stimmt ja, das ist ja... Wieso verkaufen wir dann nur die Biodata? Das sind hier... Wir haben ja die tatsächlichen Lebensformen dann an Bord. Na egal. Hier ist noch einer. Na komm her. Du willst es doch auch. So. Und die beiden noch. Oh, das ist auch erledigt. Okay. Gut. So. Nach dieser kleinen Exkursion. Irgendwas sind schon fast bei den Tradash angekommen. Das ist gut. Da werden die Ölwas, glaube ich, bald kleiner werden. Und die Tradash auch. Aber die haben wir noch nicht kennengelernt. Und wir werden sie, so wie es aussieht, jetzt auch nicht kennenlernen, was ich überhaupt nicht bedauere. Beetlejuice war hier, ne? Ja. Ab dafür. Ja, guten Tag. I am expanding. Tatsächlich. It is so much squishy to smell you. Ja, das höre ich häufiger, das Campers stimmt. are the best. I have anticipation. And then what? Da machen wir was gegen. Parties in the middle for sure. Ganz genau. Ich will jetzt mal nicht hoffen, dass die They vielleicht die Ors sind. Das würde ja bedeuten, dass wir hier ganz schön mit dem Feuer spielen. Aber nein, das... Nee, da hätte Bukowski irgendwie anders geschrieben. Also ich meine, da hätte er nicht vor Schmerzen, sondern eher vor, ich sag mal, sprachlicher Verirrung geschrien. Ja. Yes, we do. Goodbye is the game. In der Tat. Hello, I am only joke. It is funny enough. Ja. Enjoy Do the not forget to enjoy the sauce. Machen wir. Ist der Autopilot noch an? Ja. Okay, dann jetzt zur Kommandantin. Ach ja. So, Beetlejuice.
dahin. So, Kommandantin. Welcome back, Earthling. What do you wish of us? I've brought proof that the Mycon Deep Children destroyed your homeworld Cyber, aber vorher muss ich mal kurz pausieren, weil ich ganz böse niesen muss. Ja, und wieder da. Talana has brought proof that the Mycon Deep Children destroyed your homeworld Cyber. Let me see this proof, Captain. Aber bitte. Look at these fungal eggs. We found them near a crystal puncture on a shattered world. Great guys! These fragments, they are identical to the debris we found near the punctures on Syra. Ja, wir haben die von Syra. We never guessed that the fragments might be organic. To have survived re-entry, nothing organic would remain. Unless it was genetically constructed for this purpose. And only the Mycons possess this capability. The Mycons will pay dearly for their crimes. We will not sit here and do nothing while the Mycon fiends are free to roam the galaxy, perpetrating their evil. You wanted our cooperation in fighting the Ur-Quan. You've got it. Ah, sehr gut. Provided you first help us seek our revenge against the Mycon race. Help us to destroy them. Ja, wir sind die großen Manipulatoren. Das ist wirklich herrlich. Wen haben wir ja schon auf wen gehetzt? Das ist wunderbar. Könnte es fast ein bisschen teuflisch nennen. Aber naja, wollen wir nicht zu lange drüber nachdenken. So, what do I get for this? Lass das mal mit deinem Bein, Mädchen. Und das Atmen lenkt auch ab. So what do you want us to do? Our first step is to get some mobility. We have some fine starship officers aboard, and they're all eager to go after the Mycons. Gut. But without our Penetrator starships, Penetrator. they're totally ineffectual. Eure Schiffe heißen So our first Penetrator. step Yep. has to be recovering our Space Patrol Warum combat. wundert mich das nicht? We know that the Ur-Quan didn't destroy them. They never waste anything. Und vor allem nichts, But was we Penetrator believe they heißt. have sealed them in some kind of deep vault in the surface of an alien planet. Und die müssen wir jetzt da noch rausholen. Die Moment, ich bin jetzt gerade... Oh Gott, die Bildsprache ist etwas... Die Penetrators, die befinden sich in einem tiefen Vault. Innerhalb eines planetären Körpers. Ja, die Bildsprache ist interessant. Ich würde sagen, eine Fundgrube für Therapeuten. Ah Gott. Ich stelle mir gerade vor, also wenn wir das auch nur träumen würden, das würde lange Zeiten der Therapie kosten. Do you know where your ships are? No, that's your job. Ja, But maybe we have some clues to help you find das them. ist gut. The starship officers who flew the Penetrators to the vault did so with total sensor blackout. The only thing they could use for navigation was the presence of the dreadnought fleet surrounding them. Ja, super. When they arrived at their destination and lowered their ships into the immense vault, Ja, ich habe schon they were verstanden. transported to the dreadnoughts and only caught a split-second glimpse of the outside world. As far as they could tell, the sun was either red or orange. Based on the trip time calculations, the farthest they could have traveled is about 200 hyperspace distance units. Captain, we've assembled a small team of our most skilled officers. We will send them to your ship on board their own small shuttle. Okay. We feel that in the interest of efficiency, we keep our officers away from your crew, at least until the mission is over. Ja, schon. As soon as Ja. you arrive at the vault, our people will take over. Figure out a way to open the vault and bring our penetrators back here. Jetzt sagst du das auch noch so. Ja, es ist, glaube ich, eine ganz gute Vorsichtsmaßnahme, dass wir eure Offiziere von unseren fernhalten. Und hast ja ganz dezent in dem Nebensatz fallen lassen, dass wir dann als Belohnung, wenn das alles vorbei ist, euch knallen dürfen. Das ist das ist echt eine Alien-Species, die ist... Man könnte fast... Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl, die ist einem männlichen Geist entsprungen. Ich habe das Gefühl, das hat sich ein Mann ausgedacht. Doing this for you, sweet cakes.
Very well then, Commander Talana. On my way. Good luck, brave Earthling. When your mission is successful, Ja, maybe then we can get to know each other better. ja, natürlich. Okay. Ja, das Penetrator in a Deep Vault. Okay, ja, das ist, würde ich sagen, haben wir jetzt aber beim nächsten Mal was zu tun und melden uns dann auch gleich mit zur Therapie an, wo wir dann erklären können, warum wir Stunden damit zubringen, in einem virtuellen Raum nach Penetratoren zu suchen, die sich in einem tiefen Bunker befinden. Ja, okay. Ich finde, das ist einfach nur das lustig. Okay, ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder und dann suchen wir nach den Penetrators. Ihr könnt euch übrigens vielleicht schon denken, wie die Schiffe aussehen. Also nur... Ne? Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.